Hi, schön, dass du da bist. Mein Name ist Lasse. Ich bin Psychologiestudent an der Universität des Saarlandes. Spaced Repetition, auch verteilte Wiederholung oder über die Zeit verteilte Übung genannt, ist nach Active Recall die zweitwichtigste Lerntechnik, die du nutzen kannst, um effektiv im Studium zu lernen. Ich erkläre dir, wie Spaced Repetition funktioniert und ich stelle dir eine psychologische Studie dazu vor, um dir zu zeigen, dass das Ganze auch evidenzbasiert ist. Denn das ist mir auf dem Kanal hier sehr wichtig. Hast du schon mein Video zu Active Recall geschaut? Wenn nicht, dann klicke einfach hier und schau dir das zuerst an. Active Recall ist wahrscheinlich das Wichtigste, was du jetzt für dein Studium tun kannst, um entspannt durchs Studium zu kommen. In diesem Video geht es um Spaced Repetition, das wahrscheinlich zweitwichtigste, was du tun kannst, um entspannt und effektiv im Studium zu lernen. Ich habe die Timestamps wie immer in die Videobeschreibung gepackt, zusammen mit ein paar Links. Check die also gerne mal aus. Wir vergleichen Spaced Repetition mit dem klassischen Last-Minute-Pauken oder auch dem Bulimie-Lernen. Und wir schauen uns an, wie du Spaced Repetition in deinen Alltag integrieren kannst. Und als kleinen Bonus zeige ich dir noch, wie ich damals Ali Abdaals Magical Spreadsheet genutzt habe, in Google Sheets, eine Vorlage, um quasi meine Woche und meinen Lerninhalt so ein bisschen vorauszuplanen und Spaced Repetition zu nutzen. Das habe ich modifiziert. Die modifizierte Version zeige ich dir dann später im Video. Vergleichen wir doch mal Spaced Repetition mit dem klassischen Bulimie-Lernen bzw. diesem Last-Minute-Pauken. Dazu zeige ich dir gleich auch noch eine wissenschaftliche Studie. Da werden wir aber nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil ziemlich vieles, was Spaced Repetition angeht, eigentlich sehr intuitiv ist. Du kennst das wahrscheinlich. Du hast übermorgen einen Test oder eine Prüfung, hast bislang kaum gelernt, klopfst hier das Zeug last minute rein, vielleicht sogar mit Active Recall, wenn du sagst, okay, das möchte ich nicht langfristig behalten. Du paukst, was das Zeug hält und dann herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft, du bist wahrscheinlich irgendwie durch die Prüfung gekommen, aber eine Woche später kannst du dich an fast nichts mehr erinnern. Tja, und warum ist das so? Keine große Überraschung, alles einfach vergessen. Sowas schon mal gehabt? Wenn ja, schreib mir gerne mehr dazu in den Kommentaren. Last-Minute-Lernen ist ungünstig, weil wir uns nur kurz an das Gelernte erinnern und danach ist es weg. Aber gleichzeitig ist es auch nicht unbedingt wichtig, alles für immer im Kopf zu behalten. Du kannst also überlegen, ist diese Prüfung für mich wirklich wichtig? Oder reicht es mir, wenn ich die Prüfung irgendwie bestehe und danach fast alles wieder vergesse? In einer idealen Welt würden wir natürlich immer alles langfristig lernen. Aber sind wir ehrlich? Hier und da ist Bulimie-Lernen nicht nur der bequemere, sondern vielleicht sogar der praktischere Weg. Das hier soll aber kein Video werden, in dem ich kurzfristiges Lernen einfach in die Höhe hebe. Nein, im Gegenteil. Hier geht es um Spaced Repetition. Etwas, was eine unglaublich gute Grundlage dafür ist, mit Active Recall zu lernen und dieses Active Recall Lernen zu erweitern und so eine unglaublich effektive Lernkombo zu entfesseln. Spaced Repetition ist quasi die Tasse für deinen Kaffee. Kurzfristiges Lernen geht ja auch mit Active Recall. Bei ein paar Klausuren habe ich es besonders weit getrieben und nur 3 Tage gelernt. Und da wirklich 1 bis 2 Stunden pro Tag. Und habe ein ziemlich frech gutes Ergebnis eingefahren. Im Grunde klingt es fancy, ist aber doch ganz einfach. Spaced Repetition ist nichts anderes als über die Zeit verteiltes Lernen, über die Zeit verteiltes Testen, über die Zeit verteilter Abruf von Informationen aus deinem Gehirn. Und da siehst du schon, wie perfekt das mit Active Recall zusammenpasst und wie das damit verschmilzt. Weil Kaffee ohne Tasse, auch ein bisschen schade. Verbrüht man sich ja die Hände. Gott, okay. Hören wir auf mit den komischen Analogien und machen einfach mit dem Video weiter. In der Psychologie gibt es seit dem 19. Jahrhundert ein Konzept, nämlich die Vergessenskurve, erforscht vom deutschen Psychologen Hermann Ebbinghaus. Das ist dieser gute Typ hier. Und die hilft uns jetzt zu verstehen, wie Spaced Repetition funktioniert. Die ganze Idee hinter der Vergessenskurve ist, dass wir mit der Zeit exponentiell Inhalte wieder vergessen. Am Anfang wissen wir noch fast alles, aber das nimmt mit der Zeit ab. Und zwar drastisch. So wie wenn du noch kurz vor der Klausur paukst, dann die Klausur schreibst und dich danach an fast nichts mehr erinnern kannst. Aber was hat jetzt Spaced Repetition damit zu tun? Spaced Repetition ist ja über die Zeit verteiltes Lernen. Lass uns sagen, ich lerne gerade für die Klausur in Entwicklungspsychologie die Theory of Mind. Und bis zur Klausur ist noch etwas Zeit. Jedes Mal, wenn ich mich auf die gelernte Information teste, dann unterbreche ich die Vergessenskurve. Wenn ich mit Anki lerne, dann unterbreche ich sie in der Regel nach einem Tag und dann wieder nach 3 Tagen und dann wieder nach 7 Tagen.
Wir starten in einem engen Intervall, das sich immer weiter auseinander dehnt im Endeffekt. Und hier kommt der Clou. Jede Unterbrechung der Vergessenskurve fördert den Einzug der Informationen in dein Langzeitgedächtnis. Soweit, so gut. Das, was ich jetzt hier aber wirklich richtig spannend finde und das, was mein persönlicher Takeaway davon ist: Je mehr wir uns anstrengen müssen, uns an etwas zu erinnern oder eine Information abzurufen, desto besser werden wir die Information in Zukunft lernen. Warum ist das relevant? Vergessen ist Teil des Lernprozesses. Wenn wir also einen Teil der Informationen, die wir gelernt haben, wieder vergessen, dann müssen wir diese aufwendig wieder irgendwie zusammensuchen. Das Erinnern wird schwerer und aufwendiger. Und je aufwendiger, desto besser. Denn damit wird eine wichtige Lerngrundlage geschaffen. Active Recall heißt nicht ohne Grund Active Recall. Nachfolgend schauen wir uns die Studie von Karpik und Bauernschmidt an. Hier sollten 96 Versuchspersonen 100 Swahili-englische Wortpaare lernen, also Vokabeln im Endeffekt. Die Versuchspersonen wurden in verschiedene Gruppen eingeteilt, welche die unterschiedlichen Wortpaare in unterschiedlichen Zeitabständen gelernt haben. Eine Woche später war die Prüfung. An wie viele korrekte Wortpaare konnten sie sich erinnern? Hier zu den Ergebnissen. Die Studis, die nur einmal gelernt hatten, konnten sich an nur ca. 1% der Wortpaare korrekt erinnern. Das wiederholte dreimalige Abrufen direkt hintereinander, also massierte Übungen, brachte keinen Vorteil gegenüber einer einmaligen Situation, wo sich die Versuchsperson hat testen lassen. Und jetzt kommt der Clou. Alle Gruppen, die mit Spaced Repetition gelernt haben, die sich also über die Zeit verteilt immer wieder haben testen lassen, haben extrem viel besser abgeschnitten. Du siehst das hier in der Grafik. Ich habe die Gruppen hier der Einfachheit halber mal zusammengenommen. Die Studie ist natürlich in Wirklichkeit noch ein ordentliches Stück komplexer. Aber das hier sind die meiner Meinung nach wichtigsten Ergebnisse. Wenn dich das genauer interessiert, schau einfach in die Studie rein. Ich habe sie dir in der Beschreibung verlinkt. Ich finde, für dich als Studie ist der wichtigste Takeaway dieser hier. Über die Zeit verteilter Abruf, Spaced Repetition, hat einen riesigen Lerneffekt, verglichen mit dem einmaligen Lernen oder massierter Übung. Jetzt hast du aber mehrere Optionen, Spaced Repetition in deinen Lernalltag zu integrieren. Du kannst Spaced Repetition auch innerhalb von einer Lernsession anwenden. Am besten geht das, indem du zwischendurch andere Lerninhalte auf den Teller packst. Das nennt sich dann Interleaving. Wenn du mit dem Lernen anfängst, ist es gut, mit dem ersten Schritt zu beginnen, dem Verstehen. Ich empfehle dir, nach dem Pareto-Prinzip, auch 80-20-Prinzip genannt, vorzugehen. Die Idee ist, dass du mit 20% Aufwand 80% eines Themas verstehen kannst. Und die letzten 20% dieses Themas, die brauchen nochmal 80% zusätzlichen Aufwand. Das heißt, du versuchst die groben Zusammenhänge zu verstehen, ohne zu sehr in die Tiefe und die Details zu gehen. Wenn das geschafft ist, Glückwunsch. Es ist Zeit für eine Pause. Ich habe jetzt also den ganzen Morgen Entwicklungspsychologie gelernt. Jetzt kannst du entweder Thema 1 Entwicklungspsychologie vertiefen oder du gehst einen mutigen Schritt und springst ins kalte Wasser, lerne mit einem komplett anderen Thema weiter. Zum Beispiel Arbeits- und Organisationspsychologie. Dein Thema 1 kannst du später vertiefen. Die erste Aufgabe bleibt in der Zwischenzeit unvollendet und du bringst Zeit zwischen die einzelnen Lernsessions. Jetzt hast du 2 Prozesse am Laufen, die dein Lernen für dich im Hintergrund optimieren, nämlich Spaced Repetition und Interleaving, also das Wechseln der Lerninhalte. Die haben sich übrigens sehr, sehr gern. Die Evidenz für Interleaving ist nicht ganz so ausgebaut und solide wie die für Active Recall oder Spaced Repetition bzw. Spaced Practice. Dennoch gibt es einige Studien, die darauf hinweisen, dass Interleaving positive Auswirkungen aufs Lernen hat. Ich persönlich denke, dass du damit deinen Lernalltag bereichern kannst. Meistens habe ich mit Anki gelernt, ein Programm für digitale Karteikarten, welches Active Recall und Spaced Repetition super miteinander verbindet. Ich habe diese Woche sogar eine Studie gelesen, welche explizit die Wirksamkeit von Anki bestätigt. Die habe ich dir natürlich auch in der Infobox verlinkt. Einführungen und Tutorials zu Anki findest du auf meinem Kanal. Wenn dich das also interessiert, lass mir ein Abo da und ein Like. Links sind wie immer in der Infobox. Wenn Anki nichts für dich ist, weil es einfach ein bisschen altbacken aussieht und du keine Lust hast, deshalb dafür 25 € für die iOS-Version zu bezahlen, was du übrigens nicht musst, weil du kannst auch die Anki Online-Version nutzen und die ganzen anderen Apps für PC, Android, Mac, Windows, alles kostenlos. Ja, aber wenn du sagst, nee, ganz ehrlich, ich hätte doch gerne die App, aber ich will das Geld dafür nicht ausgeben, vollkommen in Ordnung. Es gibt ganz viele andere Apps, mit denen du auch lernen kannst, die sehr ähnlich sind wie Anki, die viel besser aussehen.
Nutzt du eine Anki-Alternative oder eine andere App für digitale Karteikarten? Wenn ja, würde ich mich freuen, von deinen Erfahrungen zu hören. Ich möchte dich einladen, an deinem Mindset zu arbeiten. Lerne lieber jeden Tag ein bisschen, 10 Minuten zum Beispiel, mit deinen Anki-Karteikarten oder irgendwas anderes, anstatt massiert an einem Tag alles. Die Wahrscheinlichkeit, dass du beim Lernen alte Informationen vergisst und die dann wieder abrufen musst, sind einfach sehr hoch. Und dieses Abrufen hilft dir enorm beim Lernen. Das hatten wir vorhin schon. So beziehst du Spaced Repetition passiv in deinen Lernalltag mit ein. Mach jeden Tag ein bisschen und bring so Konsistenz in deinen Lernalltag. So vertraust du nicht auf Motivation, sondern auf Konsistenz. Liz Fosslien, super coole Instagram-Seite, hat dazu eine mega Grafik gemacht. Die blende ich jetzt hier mal ein. Ich empfehle dir zu Beginn deines Semesters, die Themen aufzuschreiben, die du lernen musst. Für jedes Fach einzeln. Das hilft mir, Stress zu reduzieren, denn ich weiß jedes Mal genau, was kommt und ich kriege einen groben Überblick, wie gut ich die Inhalte kann und ich kann Spaced Repetition damit einbeziehen. Ich nutze dafür eine Variation von Ali Abdaals Magical Spreadsheet. Mehr dazu hat er in diesem Video erklärt. Wir nutzen genauso wie Ali Abdaal Google Docs und nicht Microsoft Excel, was gefühlt 5-mal schneller geht und es viel weniger Widerstand gibt, die Dinge zu erledigen, für die wir gekommen sind. Einen Überblick zu verschaffen und systematisch zu vermerken, wie unser Lernfortschritt vorankommt. Gehen wir also doch mal kurz auf meinen Schreibtisch. Jetzt habe ich die Tabelle hier geöffnet und was wir sehen in der Tabelle, in der Spalte A, habe ich jeweils die Titel oder die Themen eingetragen. Nämlich hier, okay, Einführung in Statistik 1, Einführung 2, Informationen zu Untersuchungsdesign, Validität und so weiter. In den darauf folgenden Zeilen sozusagen habe ich dann jeweils das Datum eingetragen, als ich dafür gelernt habe und bewertet, wie gut ich die Inhalte konnte oder abrufen konnte. Dabei bin ich mit einem Farbsystem vorgegangen. Grün bedeutet gut, gelb mittelgut, nicht ganz so gut, da fehlt noch einiges und rot eben schlecht. Da muss also noch was getan werden. Und dann bin ich so nach Bauchgefühl in Abhängigkeit davon, okay, wenn ich jetzt wusste, das eine konnte ich ganz gut, dann gehe ich das erst in einer knappen Woche wieder dran. Wenn ich jetzt aber wusste, okay, wie zum Beispiel hier bei den Erfassungsmethoden, da konnte ich das nicht gut, dann bin ich sogar am selben Tag abends nochmal dran gegangen und dann kurze Zeit später wieder und habe das dann immer so bewertet. Rot ist schlecht, gelb ist mittelgut und grün ist sehr gut. Du kannst ja auch mit den ganzen Nuancen und Farbspektren spielen, dunkelgrün, hellgrün, was auch immer, wie es dir gefällt. Ich bin auf jeden Fall irgendwann dazu übergegangen, Anki zu entdecken, was für mich krass gut war. Ich habe also Alis Magical Spreadsheet hier angepasst und eine Spalte B eingefügt, nämlich habe ich die Karteikarten in Anki eingefügt, ja oder nein. Das Y steht hier für Yes, also ja, es ist eingefügt. Und dann hatte ich einen guten Überblick, welche Themen habe ich schon drin, welche Themen habe ich noch nicht drin. Das heißt, wenn du so ein Spreadsheet nutzen willst, zum Beispiel, weil du keine Lust hast, dir Karteikarten für alles zu machen und irgendwie anders durch deinen Lernalltag durchgehen willst als mit Anki, dann kannst du auf jeden Fall so eine Tabelle nutzen, um einen guten Überblick zu erhalten und deine Performance zu tracken. Das war's. Zurück ins Studio. Diese Arbeitsmappe ist ein Instrument, was du nutzen kannst, um effektiv zu lernen. Generell empfehle ich Anki-Karteikarten, wie in diesem Video erklärt. Kommen wir zu unserem Bonus. Wenn du ein neues Lehrbuch oder neue Folien vor dir hast, dann möchte ich dich einladen, Folgendes zu tun. Lies einfach mal ein paar Kapitel quer oder scroll einfach mal deine Folien bis nach unten durch. Lies dir einfach ein paar Konzepte durch und versuch so ein bisschen zu verstehen. Aber akzeptiere vor allem das Gefühl, dass du ganz viel noch gar nicht weißt. So rufst du automatisch Fragen hervor, weil du die Lerninhalte noch nicht kennst. Wenn du den Stoff dann später richtig lernst, dann entstehen die entsprechenden Verknüpfungen und die Fragen beantworten sich teils von selbst. Das verschafft dir zusätzliche Erfolgserlebnisse und bei Fragen, die sich nicht von alleine beantworten lassen, weißt du ja, je härter du nachdenken musst, desto besser. Schau dir gerne meine Anki-Tutorials an, die ich in dieser Playlist für dich zusammengestellt habe. Hier findest du alles, was du wissen musst, um so effektiv wie möglich mit digitalen Karteikarten zu lernen. Viel Spaß und viel Erfolg. So, herzlichen Dank, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich freue mich natürlich, wenn du dieses Video likest. Das hilft mir und dem YouTube-Algorithmus einfach, dass es alles ein bisschen sichtbarer wird, was ich hier tue. Ich stecke da eine ganze Menge Herzblut rein und teile gerne auch das Video mit deinen Freunden oder Freundinnen. Abonniere gerne meinen Kanal für Videos zu Technik, meistens zu Softwarekram, effektivem Lernen,
glücklichem Leben. Da kommt auf jeden Fall noch einiges Cooles auf euch zu. Videos zu Produktivität und Motivation und gelegentliche Study with Me Sessions bzw. aufgenommene Livestreams. Vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich freue mich riesig, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst und ich dir helfen kann. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's Beste draus. Bis bald. Dein Lasse.